Mana-Pools in Simbabwe. Für jeden Afrika-Reisenden ein magischer Name. Begleitet uns bei unserem großen Traum, die Geheimnisse dieses Kontinents ohne Zeitlimit zu erkunden. Wir sind Yvonne und René und wir freuen uns über jeden weiteren Mitreisenden. Viel Spaß dabei! Eindeutig kommen wir der Situation am Fluss, glaube ich, näher. Eben hatten wir zum ersten Mal eine Elefantenmami mit ihrem Kind, aber sie wurde sofort verschluckt vom Gestrüpp, als wir an der Stelle vorbeikamen, wo sie rauskam. Und jetzt ist einmal rechts, einmal links eine Kudu-Dame über den Weg gehüpft. Also man sieht jetzt langsam Game, wie es hier so schön heißt. Bei uns ist ja Game was ganz anderes, das ist ja ein Spiel. Gamer ist in Europa was anderes. Genau, und wir sind ja auf einem Game Drive und das heißt Wildtierfahrt, Suche. Pirschfahrt. Wir haben jetzt beschlossen, nochmal einen Abstecher auf dem Weg zu den Campsites am Fluss nochmal nach links in Richtung Mashuma Pens zu machen. Und schon wird es gleich ein bisschen enger und dunkler und wir sollen an mindestens 2 Wasserlöchern vorbeikommen. Das sind ja für mich immer sehr besorgniserregende Zustände hier, weil das sind eindeutig Zeichen, dass meine großen grauen Freunde hier schon waren. Umgerissene, geschmissene Bäume. Hier der dicke Ast über dem Weg. Und an so engen Stellen wie hier begegne ich ihnen zumindest ausgesprochen ungern. Und da kommen wir an unser erstes Wasserloch. Kann man für eine Runde baden gehen, aber das braunes Wasser, da geht meine Frau gar nicht hin Ich baden. wollte gerade sagen, da gehe ich am Leben nicht rein. Und das nicht nur, weil es im Tierreich der großen Jäger ist. Mana bedeutet übrigens in der Sprache der Shona 4, aufgrund der 4 großen, auch in der Trockenzeit mit Wasser gefüllten Wasserbecken des Sambesis, wobei dieser hier nicht zu den großen gehört. Wir kämpfen mal wieder mit leichten Navigationsschwierigkeiten. Wir haben uns hier so ein bisschen im Busch verfahren. Hier sind doch mehr Spuren zu sehen, als wir erwartet haben. Nur führen die immer irgendwo hin, wo es dann nicht weitergeht. Mal gucken, was wir jetzt ausprobieren. Jetzt probieren wir da vorne mal rechts zu fahren und schauen mal, was da passiert. Hier ist gerade mal wieder Millimeterarbeit gefragt, weil die Piste immer schlechter wird und wir jetzt in einer Spurrille links gefangen sind, die uns sehr schräg stehen lässt. Und da war eben ein Baum. Abrupter Szeneriewechsel. Vom dichten Wald geht es hier jetzt in die Steppe über und Elefanten. An ein Elefant, an einem Wasserloch. Darf ich mal kurz wieder lachen? Also willst du wieder eine hauen? Früher, bis vor unserer Erfahrung in dem letzten Game Reserve, wo wir waren, mit unserer hautnahen Erfahrung von Elefanten, Nahtoderfahrung, wäre René bis zum Elefant gefahren. Jetzt zeige ich euch mal, wo der Elefant ist und wo wir stehen. Da ist der Elefant. Das sind bestimmt noch 150 Meter bis dahin. Und er steht hier schon und guckt auf die Entfernung. Ich bin ja ein lernfähiger Typ und habe einfach erkannt, dass man vor Elefanten doch tatsächlich auch ausreichend Respekt haben sollte. Die verhalten sich nicht immer so, wie man das auf irgendwelchen Videos sieht oder wie man das gerne hätte. Nein, es ist ein sehr, sehr großes Wildtier, welches auch, ich sag mal, sich aggressiv darstellen kann. Haben wir ja zum Glück nicht gehabt. Wir hatten sie ja nur neugierig. Das reicht schon.
plötzlich. Ach, ich bin dankbar. Houston, wir haben ein Problem. Unser Track läuft eigentlich hierhin. Und fahren tun wir dahin. Also ziemlich falsch. Völlig falsch. Und die Piste ist auch nicht wirklich gut. Aber man sieht Spuren. Aber von wem die waren, weiß kein Mensch. Aber vorhin war an der Stelle meines Erachtens kein Abzweig. Aber das geht halt echt in die völlig falsche Richtung. Wir müssen da rüber. Entweder einmal wenden und da unten nochmal gucken, ob wir da was verpasst haben, was ich aber nicht glaube, oder hier weiterfahren. Wir versuchen uns jetzt gerade mal einen Überblick zu verschaffen, wie weit es zu wieder irgendeiner Piste Spur ist. Und wenn wir jetzt hier mal gucken, da sind 2,7 Kilometer Luftlinie zur nächsten Piste, wenn wir in die Richtung weiterfahren sollten. Das sollte auch verkraftbar sein, oder? Ja, wir können es ja mal probieren. Also fahren wir weiter. Das sieht ja ganz gut aus. Ja. Diese Landschaftsform lieben wir beide. Goldgelbe Grassavannen mit dem Farbkontrast der grünen Bäume. Und man kann gut und weit sehen. Fantastisch. Mal schauen, wo uns das jetzt hier hinbringt. Aber es sieht enorm spannend aus hier drumherum. Sieht aber wieder ganz anders jetzt. Oh, kaum noch ein Track zu erkennen. Oh, du hast ja gesagt spannend. Dann links ist Zebras. Ja, schon immer wieder toll hier, so durch solche Landschaften zu streifen. Die Tiere stehen rechts und links und vor einem. So. Und das sind Bergzebras. Die haben nämlich ihre Streifen bis unten an die Hufe. Ja, wir müssen wo? Wie jetzt lang? Ist immer sympathisch, wenn es immer grüner wird. Weiß man, dass es unten unter nass ist, gell, Freunde? In der Regel ist das ja auch so, dass da, wo Opfer sind, in dem Falle Zebras, sind auch eigentlich die Räuber nicht weit weg. Aber hier in diesem hohen gelben Gras würde man die Löwen im Leben nicht erkennen, außer sie würden sich ganz bewusst irgendwie bemerkbar machen. Ich bin gerade ein bisschen sprachlos, weil die Piste immer unsichtbarer wird. Tja, jetzt werden. Sieht das hier eher aus nur noch wie. Ich würde nochmal da Single rechts. Tracks. Wir folgen den Tierpfaden. Na bravo! Ach, da geht's weiter links. Wirklich viel Wasser ist hier auch nicht mehr in den Wasserlöchern. Das ist schon relativ trocken. Was so kurz nach der Regenzeit, das ist außergewöhnlich, würde ich behaupten. Hast du deine Kamera mal wieder in Gang gekriegt? So, eine Sekunde. Ein junger Bulle. Aber nicht unser Weg. Ich habe keine Ahnung, wo das hier lang geht, aber Na, hier nicht. das hier nicht. Wir suchen und suchen. Wir fahren und hier suchen. alles im Kreis und finden. Werden beobachtet von den Zebras. Und wir stehen jetzt hier mitten in der Savanne Und wissen nicht, wo es lang und geht. wissen nicht, wo es lang geht. Also wir wollen ja nicht zu viel querfeldein hier fahren. Wir versuchen immer irgendwelchen Spuren zu folgen. Nur führt das aktuell immer nur, zirkulieren wir hier so gefühlt in lauter Achtern, drehen wir hier eine Runde.
und sind eigentlich nicht weit von so einer Main-Piste entfernt. Mission Steppe, die erste gescheitert. Jetzt fahren wir wieder in den Mopanewald hinein. Und jetzt hoffe ich immer noch, dass wir jetzt wieder keine Elefanten sehen. Auf der weiten Steppe ist das ja gut, da kann man sich ja immer gegenseitig aus dem Weg gehen. Aber hier im engen Wald, Gestrüpp, ist das immer noch abenteuerlicher, als es von Haus aus eh schon ist. Schusch, mein Freund. Na also, wird ja auch mal Zeit. Komm, zack, zack, zack. Nach der ganzen Zeit der Irrungen und Wirrungen in der Pen, wo wir waren und keinen Weg herausgefunden haben, wissen wir jetzt genau, wo es lang geht. Hier kommen wir an die Reception, wo wir uns jetzt mal anmelden müssen. Wir müssen uns für die Campsite anmelden, wobei hier gerade Mittagspause ist. Ihr aber könnt euch durch das Drücken des Abo-Buttons quasi auch anmelden, und zwar auf unserem Kanal. Haut einfach drauf und aktiviert die Glocke, damit euch keiner unserer Filme durch die Lappen geht. Hinterlasst uns einen Kommentar oder drückt auf den Daumen hoch. Dies alles hilft unserem Kanal zu wachsen, und wenn ihr uns noch zusätzlich dazu unterstützen möchtet, damit wir zum Beispiel solche Orte wie Mana-Pools besuchen können, dann findet ihr den Link entweder in der Videobeschreibung oder unserer Bio. Vielen Dank für alles, besonders für euer Interesse. Das war jetzt ein ganz schön zähes Ding. Die wollten ursprünglich $100 nur für die Übernachtung hier haben. Und ich meine, die Camps haben außer Sicht nichts. Die haben kein Wasser, die haben kein gar nichts. 130 am Flussufer. 130 am Flussufer, genau, stimmt. Jetzt haben wir sie runtergehandelt immerhin auf 30 pro Nase und die Eintrittsgebühr und Auto. Also wir müssen trotzdem immer noch $96 am Tag hier bezahlen. Das ist echt ein sattes Geld. Wir haben jetzt auch noch nicht so lange gebucht, weil wir müssen erst mal gucken, ob uns das so aus den Socken haut, wie jeder behauptet. Und jetzt gehen wir mal gerade auf die Suche nach dem Camp, weil das ist auch vom Office wieder eine ganze Ecke weit weg. Und da ist der Sambesi. Ja. Auf der anderen Flussseite ist Sambia schon. Die Frage der Fragen, wie man sich immer hinstellt. Wenn man zu viel Wahlmöglichkeiten hat, ist das immer schlecht. Das ist auf jeden Fall unser Platz. Man hat ja gesehen, wie viel los ist, wie wichtig es ist. Am Morgen aus dem Bett aus das Wasser gucken will. Ja, aber das ist ja auf der anderen Seite. Ja. Das Interessanteste, was ich ja sehe, ist der dicke Haufen, der ist nicht ganz frisch, aber hier ist eindeutig der Weg nach unten in den Pool für die Elefanten. Das heißt, sie werden hier vorbeikommen, wenn sie denn wollen. Hier ist alles, zeigt ihnen den Weg nach unten. Hier vor uns im Sambesi ist alles voll Hippos, also richtig, richtig viele. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was das für ein Luxus ist, hier zu sitzen, auf den Sambesi zu schauen und frisch geduscht zu sein. Diesen Luxus möchte ich meinem Mann jetzt auch gönnen. Also, du musst dich jetzt von diesem Anblick losreißen. Und bevor die bösen Löwen kommen und die Hyänen, wenn es dunkel ist, Ich bin schon bewaffnet. go shower. Jetzt gucken wir uns zusammen mal die Duschen an. Das sind auf jeden Fall schon mal die Männer. Sperr mich mal ein.
Dusch. Nicht viel Wasser, aber immerhin. Also, wir sitzen jetzt hier vor unserem Auto direkt am Sambesi. Ich bin extremst unentspannt. A, gibt es hier Millionen von Flattern, die ständig in unser Essen gehen und dann will ich sie retten, dann beißen sie mich in den Finger, eben eine junge kleine Gottesanbeterin. Dann haben wir ständig Geräusche drumherum und es ist ja nun mal so, wenn es dunkel ist und man eine Lichterquelle hat, drumherum ist es ja dann ganz dunkel. Finde ich extrem spooky. René ist da sehr entspannt. Yvonne hat vorhin gesagt, die Hippos kämen hier nicht hoch. Da bin ich von ausgegangen, weil hier A wie so ein kleiner Trampelpfad ist und B hier ein paar Haufen rumliegen. Aber Yvonne hat gemeint, da unten wäre schönes frisches Gras und dort würden sie grasen. Und da die Frau ja meistens recht hat, kann ich jetzt ganz entspannt hier sitzen. Ja, in dem Sinne, Prost. Prost. Ich finde es ganz unheimlich. Ich gehe jetzt gleich rein. René kann ja bei sowas immer sehr entspannt vom Auto sitzen. Ich nicht. Dunkelheit, ich bin drin. Soweit. Guten Morgen. Mach das Licht aus. Aber das sieht man dich nicht. So, das Kaffeewasser ist gleich fertig. Ich rieche Game Drive. Die Augen sind noch nicht auf. Ich muss Kaffee trinken und aufstehen. Ah! Ich wundere mich gerade, was der für mechanische Geräusche da draußen in die Natur macht. Der hat die Heizung angemacht, dass der Motor vorwärmt. Guckt euch das doch mal an. Da trinken wir jetzt gleich erstmal einen Kaffee drauf. Guten Morgen, nochmal in Ruhe. Ich hoffe, wir können in irgendeiner Form diese epische Stimmung an so einem Flusslauf einfangen. Wir sind ganz ergriffen. Es ist halt schon irgendwie immer besonders, wenn man so diesen leichten kristallinen Fluss so sieht, der vor sich hin glänzt. Im Hintergrund hat man die Berge, die in so einem Dunst stehen, die Vögel, die wie auf so einem Foto da drüber schweben, die Sonne, die hinten aufgeht. Das ist einfach alles so ein magischer Moment. Ich habe für mich immer das Gefühl, dass ich das heute viel besser und entspannter genießen kann als vor einem Jahr. Oder wir sind jetzt seit 1,5 Jahren schon hier in Afrika unterwegs. Und ich glaube, beim 2., 3., 4. Mal fängt man an, solche Momente noch mehr zu genießen als beim ersten Mal. René geht jetzt noch mal schnell nach hinten und holt Scheibenputzzeug, weil es ist doch, obwohl die Scheibe gestern so super geputzt war, total eingestaubt und das muss man einfach jeden Tag machen, gerade wenn man denkt, dass man darauf angewiesen ist. Ich genieße das, muss ich euch sagen, wenn ich meinen Mann putzen sehe. Ich hatte das zu Hause nicht so häufig und hier auf dieser Reise oder im kleinen Auto ist er doch da sehr ordentlich. Ich bin da sehr glücklich drüber. Ich habe dich gerade gelobt, weil du so ein guter Putzer bist. Putzboy. Dankeschön, mein Herz. Das mit dem Lob, das glaube ich ja nicht. Die Aufnahme gucke ich mir noch mal an. So ist das. Der glaubt mir immer nicht. Guten Morgen, ihr Lieben. Schön, dass ihr heute noch da seid. An
Andererseits, wir suchen ja eure Camp, eure Jäger. Ich bin böse. Du bist böse. Ich bin einfach böse. Nee, wir suchen ja nicht ihre Jäger, wir suchen die natürlichen Feinde des Bockes. Koalas sind wirklich so schöne Tiere. Wir sehen jetzt auch unten auf dem Pad schon frische Tatzenspuren, können sie noch nicht einsortieren. Sie sind noch nicht so groß und es ist eine einzelne Spur. Und hier hat gerade ein Rhino tatzentechnisch oder pfotentechnisch den Weg gekreuzt. Okay, ich höre meinen Mann schon wieder klatschen, aber hier seht ihr das Rhino. Da. Ich bin ja auch eine Nase. Ich merke gerade, dass ich die ganze Zeit von Rhinos rede. Ich rede natürlich von Hippos, also Nilpferdpfotenabdrücke hat man gesehen und keine Rhinoceros. Ja, dämlich. Wir sind am Fluss und die Nilpferde gehen hier aufs Land grasen, bis 5 Kilometer rein ins Land. Entschuldigung. Ah ja. Links die Böcke, rechts die Elefanten. Was für Plätzchen. Meine. Guck mal, wie schön. Das Besondere hier in Manapools ist einfach, dass man aussteigen darf. Eigentlich muss man sich dazu eine Permit holen von $15 am Tag, aber haben wir jetzt nicht. Hier ist gar niemand. Wenn man erwischt wird, muss man eine Strafe bezahlen, aber ja, das Risiko gehen wir jetzt einfach mal ein. Ich hoffe, wir können euch ansatzweise dieses Szenario nahebringen. Es ist einfach unbeschreiblich, diese Kulisse erleben zu dürfen und immer wieder sind wir so demütig und dankbar, vor Ort sein zu können. Die Erde ist so wunderbar und wir Menschen zerstören sie Stück für Stück, nehmen diesen Geschöpfen immer mehr Raum für ihr Überleben. Wir lernen einmal mehr, wie wichtig diese geschützten Zonen für die Tiere sind, denn Wilderei ist immer noch ein Riesenthema. So gab es bei Einrichtung des Parks noch 500 Spitzmaulnashörner in der Region, die größtenteils Wilderern zum Opfer gefallen sind oder später in andere Nationalparks des Landes umgesiedelt wurden. So, hopp, rein ins Auto. Wir haben gelernt, lieber etwas länger auch an einer Stelle zu verweilen und Situationen auf einen wirken zu lassen, denn oft zeigt sich Unerwartetes. Aber Manapools ist mit seinen über 2200 Quadratkilometern nicht wirklich klein, also geht's weiter. Hier ist ein Loop mit einem Hippo. Vor uns liegt es. Man muss ja mal dazu sagen, hier ist es ordentlich, da steht ein Klo. Mit wehendem Klopapier sogar.
Hilfe! Er schmeißt mich um. Und vor allen Dingen, ich muss hier die Kontrolle über alle Technik haben. Das ist schwierig. Beim Fahren zu filmen, die GoPro vom Fenster rausschmiss zu bewahren. Tiere gucken, den Mann bei Laune halten. Und meinen Herzschlag irgendwie unter Kontrolle zu behalten. Vielleicht wundert ihr euch, kaum Tiere zu sehen, aber wir sind kurz nach der Regenzeit unterwegs und obwohl die Landschaft am Boden trocken aussieht, gibt es überall genügend Tümpel und die Tiere haben somit ausreichend zu trinken und können sich mehr im Hinterland aufhalten, was eine Sichtung stark erschwert. Zu den Impalas muss man ja sagen, die haben uns ja letztes Jahr, als wir sie noch nicht so kannten, zu Tode erschreckt. Als unser Sohn da war und wir zum ersten Mal im Okavango-Delta waren letztes Jahr oder überhaupt im Okavango-Delta waren, haben wir ja Frühstückspause gemacht und ein furchtbares Geräusch irgendwo aus dem Dickicht gehört. Also lautes Röhren. Ein lautes Röhren. Wir haben uns bald in die Hose gemacht. Wir standen vorm Auto und dachten so, was kommt denn da jetzt an? Ein Rhinoceros, welches uns aufspießt oder keine Ahnung. Dieses Geräusch war uns vollkommen fremd. Ich fand, es klang wie ein Löwe. Unglaublich lautes Brüllen. Es war echt total strange. Und dann hat sich's irgendwann, 10 Tage später, haben wir es gesehen. Es war ein röhrender Impala-Bock. Kleiner, süßer. Wir haben jetzt gerade ja einen Local Tourguide getroffen mit einem Safari-Fahrzeug und wir haben uns unterhalten, ob die jetzt was gesehen haben. Und dabei wurde ich hier von so einem blöden Vieh gestochen, von so einer scheiß Fliege, beziehungsweise die hat mich angefallen. Und dann haben wir uns mit denen unterhalten und er hat gesagt, dass die würden jetzt gerade keine Krankheiten übertragen. Genau, es ist definitiv die CC-Fliege, um die Frage erstmal zu beantworten. Genau. Aber sie übertragen die Krankheit zurzeit nicht. Warum, habe ich ehrlich gesagt nicht ganz verstanden. Das ist ja auch egal, Hauptsache es ist so. Dieses Wissen macht die Bisse zwar nicht besser, aber immerhin müssen wir keine Angst vor der Krankheit haben, die noch dazu wesentlich später ausbricht. Und jetzt können wir etwas gelassener agieren, denn immerhin greift der Erreger unser Nervensystem an und die Krankheit endet unbehandelt immer tödlich. Das ist ein Hippo-Unterkiefer. Das heißt, hier ist dann doch mal eins da niedergemetzelt worden oder eines natürlichen Todes vielleicht gestorben. Meistens, wenn länger an einem Ort so eine Safari-Kiste steht, dann gibt es auch was zu gucken. Oder die Jungs telefonieren. Wollen wir mal schauen. Und die Köpfe gucken nach links. Jetzt bereite ich mich mal wieder für die Aufnahmen vor. Aber die Aufnahmen, das werden einfach nur schlafende Löwen sein. Die machen jetzt quasi gar nichts. Wir haben gleich 11 Uhr und ungefähr die nächsten 5 bis 6 Stunden liegen die einfach nur da. Strecken vielleicht mal eine Tatze nach oben, aber das war's auch schon. Oder sie stehen einmal kurz auf, um mit dem Schatten mitzuwandern. Der ist aber groß genug. Ja. Da müssen sie erstmal nicht wandern. Man muss nur dazu sagen, wir wollten ja gerade zu unserem Camp zum Essen. Und wenn man jetzt mal auf die Karte guckt, ist das nicht weit. Das sind 1300 Meter, sind die Löwen von unserem Schlafplatz entfernt, wo wir gemütlich draußen an Stühlen gleich sitzen werden. Aber die fressen ja keine Menschen. Das steht zumindest immer auf unserer imaginären Seite 97 aller Reiseführer und die haben alle Löwen selbstverständlich auch gelesen. Dort beschrieben steht, wenn man sich in unmittelbarer Nähe an und um sein Auto befindet, Löwen dies immer als große Einheit und entsprechendes Tier halten und niemals angreifen würden. Also nehmen wir unser spätes Frühstück gelassen vor dem Auto ein. Jetzt hat mich meine Frau ja zum Spülwasser holen geschickt. Aber auf der anderen Seite muss man sich auch überlegen, dass ungefähr, jetzt sagen wir 900 Meter hinter mir liegen die Löwen unterm Baum.
Da fragt man sich ja manchmal, was ist klug? Nur weil wir jetzt hier auf einem, ja, ich sag mal, mehr oder weniger offiziellen Platz stehen, ist der ja in keinster Art und Weise sicherer als alle anderen Plätze hier auch. Aber man macht ja, was die Frau sagt. Aber es gibt auch schlechtere Plätze zum Spülen. Und da ja mein Mann gerne Mittagsschlaf machen wollte, dachte ich mir, gehe ich seinem Beispiel voraus und fange schon mal damit an. Ich kann euch nur sagen, eben hat er noch gejammert, dass die Löwen 800 Meter entfernt sind, aber er hat ein genüssliches Mittagsschläfchen hier draußen gemacht. Für die nachmittägliche Erkundungsfahrt schmieren wir uns erst ausgiebig ein, sowohl ein Versuch gegen die Tsetse-Fliege wie auch gegen die später einsetzenden Moskitos, denn wie ihr sehen könnt, steht die Sonne schon recht tief. Hier gehen die beiden Allesfresser Paviane und Zebramangusten gemeinsam auf Futtersuche. So, ich habe mal meine Kameraassistentin rausgeschickt, damit sie hier mal den Elefanten beim Saufen filmen kann. Ja, das ist aber sehr schön. Da ist er. Ist unsere Konzentration erst auf den einen Bullen gerichtet, kommen plötzlich weitere Familienmitglieder hinter den Bäumen hervor. Unter anderem sind mehrere Jungtiere dabei und bei der einen Kuh kann man ganz deutlich das Gesäuge zwischen den Vorderbeinen erkennen. Übrigens sind Elefanten die am längsten tragenden Säugetiere. Ganze 22 Monate werden die Kälber im Mutterleib ausgetragen, bevor sie mit knapp 100 Kilogramm Lebendgewicht auf die Welt kommen, um dann von allen weiblichen Familienmitgliedern aufgezogen zu werden. Diese Landschaft bei diesen Lichtverhältnissen ist einfach magisch. Und diese Magie hört nicht auf, sondern geht nächste Woche weiter. Also schaltet wieder ein, wenn es heißt, herzlich willkommen zu einer neuen Woche mit uns. Wir können nur sagen, danke für euer Interesse. Danke für eure Treue. Danke für jeden Austausch mit euch und danke für eure Begeisterung, die uns immer weiter anspornt. Wir freuen uns wahnsinnig, diese unfassbaren Erlebnisse mit euch zu teilen und sagen Tschüss und Bye-bye, bis nächste Woche.